Oh mein Gott, wer hätte gedacht, dass ich mal für Vagisanen Werbung mache? Hallo meine lieben Rotfüchse und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, eure Jenny, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um das Thema Neovagina und die Pflege der Neovagina. Als erstes muss ich natürlich die Frage klären, was ist eine Neovagina? Eine Neovagina ist eine künstlich hergestellte Vagina, welche zum Beispiel Transfrauen bei einer geschlechtsangleichenden Operation bekommen oder Frauen, die an Vaginalstenose leiden. Eine Neovagina ist also eine Vagina, die im Nachhinein chirurgisch hergestellt wurde. Sie ist trotzdem sehr biologisch, denn sie besteht 100% aus wiederverwendbaren Materialien. Bei mir ist es ja so, dass mein Penis zu einer Vagina geformt wurde. Dabei wurde der Hoden aufgeschnitten sozusagen, die Eier rausgeholt und der Hoden wurde zu den Schamlippen geformt. Mein Penisschaft wurde zu den inneren Teil meiner Vagina geformt und die Eiche ist mein Kitzler. So im ganz schnellen Durchlauf erklärt. Und diese Vagina ist natürlich besonders, denn sie ist nicht wie die Vagina einer Biofrau oder einer geborenen Frau. Denn meistens ist es so, dass eine Neovagina, außer du bist vielleicht intersexuell und hast eine Gebärmutter und da wird nur ein Zugang hergestellt, ist eine Neovagina nicht in der Lage, sich selbstständig zu reinigen, beziehungsweise sie hat halt keinen Durchlauf. Da kommt nichts raus. Wie bei den biologischen Frauen ist es ja so, dass sie in der Regel einmal im Monat ihre Regel bekommen und dadurch einen natürlichen Reinigungsmechanismus haben. Dieser Reinigungsmechanismus hört bei älteren Frauen zum Beispiel auf und auch ältere Frauen müssen dann sozusagen ganz oft ihre Vagina zusätzlich reinigen. Ja, in diesem Video geht es halt darum, wie man denn so eine neu geschaffene Vagina pflegt und ich hatte da schon mal 2018 ein Video zu gemacht. Das würde ich euch hier oben irgendwo verlinken. Und gerade in dem Video bin ich sehr speziell auf das Gebiet nach der Operation, nach der Geschlechtsangleichung eingegangen. Das heißt, ich habe euch erklärt, wie pflegt man eine Neovagina kurz nachdem man seine geschlechtsangleichende Operation hatte. Und in diesem Video heute möchte ich euch einfach nochmal genauer erklären, wie es heutzutage ist. Ein paar Jahre nach der geschlechtsangleichenden Operation. Was mache ich heute? Was würde ich anders machen wie vor ein paar Jahren? Und dann starten wir doch gleich mal. In dem letzten Video habe ich euch gesagt, dass ich ganz oft meine Vagina mit Octenisept gereinigt habe. Das ist mittlerweile veraltet, diese Methode, soweit ich das mitbekommen habe. Und heutzutage verwendet man eine Kochsalzlösung. Die Kochsalzlösung kann man dann entweder mit einer Vaginaldusche einführen oder mit einem Katheter, Endstück und einer Spritze, indem man die Spritze auf dieses Endstück drauf macht, das Ganze dann in die Vagina einführt und sozusagen eine Reinigung von innen hat. Der Vorteil natürlich zwischen Vaginaldusche und Katheter ist, dass dieses Rohr viel länger ist und viel tiefer in die Vagina eindringen kann, um halt auch wirklich tiefenreinigend zu arbeiten. Kochsalzlösung wirkt natürlich antibakteriell und reinigt den Körper von innen und ist nicht ganz so chemisch wie Octenisept. Es ist zwar auch schon sehr chemisch, aber nicht so ganz. Wie gesagt, das ist sozusagen eine neue Methode oder eine neue alte. Viele Operateure haben die damals schon verwendet, aber ich war bei einem Operateur, der das so nicht gemacht hat. Und deswegen kenne ich es nur mit Octenisept. Diese Lösung kann man natürlich dann auch verwenden, wenn man Geschlechtsverkehr hatte. Ich habe im letzten Video erklärt, dass gerade nachdem man Geschlechtsverkehr hatte und kein Kondom benutzt hat, die Vagina natürlich auch gereinigt werden muss, weil das sind nicht deine eigenen Bakterien, mikroskopische Lebewesen, die da unten in deiner Vagina rumschwimmen. Und die kann man dann natürlich auch mit dieser Kochsalzlösung reinigen, wenn man es denn vorhat. Jetzt kommen wir zurück auf das Bougieren. Damals habe ich erzählt, man bougiert. Und zum Bougieren benutzt man einen Bougierstab, der hier ist für ein Vagivell. Diese Bougierstäbe werden sozusagen in die Vagina eingeführt, um die Vagina aufzudehnen, offen zu halten, damit sie nicht wieder verengt oder zuwächst sogar. Gerade am Anfang und das
erste halbe Jahr würde ich sagen, nein, nicht ganz halbe Jahr, aber die ersten 3-4 Monate würde ich so einen glatten Dilator bevorzugen, weil es einfach so ist, dass der mit seiner glatten Oberfläche dafür sorgt, dass die Vagina ausreichend geglättet und gestrafft wird. Nachdem dann die Zeit vorbei ist, kann man dann natürlich dazu übergehen, einen normalen Dildo oder vielleicht auch Vibrator zu benutzen, um sich dann einzuführen. Ganz wichtig ist es natürlich dabei, immer Clean and Safe oder ein anderes Love Toy Reinigungsmittel zu benutzen, denn es ist ganz wichtig, dass natürlich auch auf diesem Wege keine Bakterien in eure Vagina kommen. Dafür sprüht man natürlich den Toy-Reiniger auf das Spielzeug und lässt es ca. 60 Sekunden einwirken und hat dann fast alle, also 99, blablabla Prozent Bakterien getötet und kann es dann verwenden. Das macht man dann halt vor und nach dem Bougieren oder was auch immer ihr dort unten mit euch macht. Und wie gesagt, die ersten 3-4 Monate empfehle ich immer glatte Oberflächen zu benutzen und dann kann man sich auf andere Dinge konzentrieren. Natürlich immer Aquaglide, das hatte ich auch schon im letzten Video. Es ist wichtig, immer ein gutes Gleitmittel zu verwenden. Ich verwende immer noch Aquaglide und das ist auch gerade das einzige Gleitmittel, was ich verwende, weil es für mich einfach das Beste ist, was so auf dem Markt ist und was halt wirklich klinisch getestet ist und frei von irgendwelchen Schadstoffen ist und einfach nur ein klares Gleitmittel ist. Wichtig ist es auch, die Vagina nach wie vor sauber zu halten und ich benutze mittlerweile die Cottonelle Feuchttücher. Das ist feuchtes Toilettenpapier, damit reinige ich meine Vagina pflegend und schonend. Die sind halt ohne Parfüm und ohne Allergie und so weiter und so fort. Und die sorgen halt auch dafür, dass keine Keime oder keine anderen Zusätze in die Vagina wiederkommen, um die Vagina sozusagen zu zerstören. Ich kann das hier sehr gut empfehlen, weil das kann man in die Toilette schmeißen. Das ist biologisch abbaubar, was halt das andere feuchte Toilettenpapier oder Feuchtpapier nicht war. Das musste ich immer über den Mülleimer entsorgen und hat große Mengen an Müll gemacht. Und ich möchte ja immer so ein bisschen nachhaltig sein und deswegen gehe ich auf jeden Fall mittlerweile auf diese Methode, das hier zu verwenden, weil das einfach dafür sorgt, dass man weniger Müll hat und ja. Das hier auf jeden Fall eigentlich fast immer verwenden. Ich verwende das sogar zum Abschminken und was weiß ich nicht alles. Zum Hände abwaschen oder wenn ich unterwegs bin auf Party oder so, das habe ich immer dabei. Damit kann ich meine Schnecke abwischen und alles andere auch. Und ja, das ist einfach gut. Ich kann es euch echt empfehlen. Ich werde euch auf jeden Fall alle Produkte, die ich hier in diesem Video verwende, wieder unten in die Box packen, damit ihr das vielleicht nachkaufen könnt oder euch auf den aktuellen Stand halten könnt. Und ja, die benutze ich wie gesagt sehr, sehr häufig, weil es mir einfach wichtig ist, sauber zu sein, ohne zu überpflegen. Und da ist schon das nächste Problem. Dadurch, dass ich ganz oft damals diese Kochsalzlösungen und Octenisept-Spülungen gemacht habe, hatte ich nie wirklich eine Vaginalflora. Und ich habe mir ganz, ganz oft Gedanken gemacht, was mache ich jetzt, um eine Vaginalflora herzustellen. Ich hatte sogar teilweise überlegt, mir wirklich Joghurt dort unten reinzuschmieren. Und ich hatte dann auch teilweise schon probiert, diese Milchsäurekapseln zu bestellen und habe die dann auch benutzt. Aber das Problem ist, dadurch, dass meine Vagina in der Tiefe keine eigene Feuchte herstellt, ist es so, dass es sehr schwierig war, diese Kapseln in der Vagina geschmeidig zu halten. Meistens kam da das dick, cremig, schmierig wieder raus und das war überhaupt nicht schön und das hat sich gar nicht gut gemacht irgendwie gefühlt für meine Vagina. Ich hatte das Gefühl, damit nicht klarzukommen und meine Symptome wie Geruch und auch, ich hatte ja längere Zeit Ausfluss, so leicht bräunlichen Ausfluss. Oh Gott, das ist ja schon wieder so tief und deep. Und das hat es irgendwie noch schlimmer gemacht, weil ich wahrscheinlich durch diese Trockenheit ganz tief in mir drin einfach Probleme hatte. Und deswegen bin ich auf ein neues Mittel gestiegen. Und zwar sind es Vagisam Moist Cream Cremolum Zäpfchen. Das sind Vaginalzäpfchen, die ich mir regelmäßig in die Vagina schiebe. Und zwar ungefähr alle 2 bis 3 Tage abends vor dem Schlafengehen. Diese Kapseln sehen dann so aus. Die schiebt man sich in die Vagina rein, dort lösen sie sich auf
Und ja, die sind leicht Creme, also die haben einen leichten Creme-Effekt. Die schmieren und die verteilen sich sehr, sehr gut in der Vagina. Der einzige Nachteil ist wirklich daran, dass man nach der ersten Nacht mit diesen Dingern einen cremlich-weißen Ausfluss hat. Der ist manchmal stärker und manchmal nicht so stark und das stört ganz viele. Also gerade auf den Amazon-Bewertungen, die ich gelesen habe, war es so häufig, dass viele Frauen oder also es ist ja eigentlich dafür gedacht, dass man feuchter bleibt und feuchter wird. Aber die haben halt trotzdem auch diesen Milchsäureanteil mit dabei. Und viele mögen die halt nicht, weil sie diesen milchlich-cremlichen Ausfluss machen. Ich finde es aber trotzdem sehr, sehr gut. Die haben mir geholfen, auch eine gute Vaginalflora herzustellen. Da sind auch, wie gesagt, Anteile von Milchsäurebakterien drin. Und unsere Vagina kann das ja, also meine Neovagina kann das nicht biologisch herstellen. Und deswegen helfe ich damit nach. Und ich kann, wie gesagt, die kleinen süßen Mäuse sehr gut empfehlen. Die sorgen auch gleichzeitig dafür, dass die Vagina feucht und geschmeidig gehalten wird. Ich habe früher Estradiol-Salbe verwendet dafür, dass es feucht und geschmeidig gehalten wird. Aber häufig haben diese Östrogensalben für mich den Effekt gehabt, dass die Vagina geschrumpft ist. Und deswegen finde ich das eine super gute Alternative und ich finde es mega, mega gut. Die Verpackung sieht anders aus. Ich werde euch aber diese Zäpfchen, diese Vaginalzäpfchen unten auch verlinken. Wir waren gerade bei der Verengung der Vagina durch Estradiol. Und wer mich kennt und so, der weiß halt, dass ich seit langer Zeit Vaginalstents benutzt habe. Damals habe ich mir die noch selber gebastelt, habe das auch sehr lange beibehalten mit medizinischen Kondomen und dies und das. Und dann hatte ich ja eine ganz lange Zeit eine Experimentierphase. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, in dem ersten Video Pflege der Neovagina habe ich auch von Vagivell den ganz großen Stent ausprobiert und habe gesagt, nee, das funktioniert nicht, den kann man nicht täglich tragen. Und daraufhin hatte ich mir einen aus Amerika bestellt und der war leider auch nicht so gut. Und deswegen benutze ich nun mittlerweile schon 1,5 Jahre oder ja doch, ich glaube kurz nach dem Video vom letzten Mal, habe ich mir Vagitome bestellt. Das sind diese Dinger hier. Die Vagitome sind sozusagen Stents, die in die Vagina eingeführt werden, um sie offen zu halten. Den kleinen benutze ich am Tag über, sozusagen, wenn ich unterwegs bin, wenn ich Sport mache, wenn ich nicht zu Hause bin. Der sorgt halt dafür, dass meine Vagina offen bleibt und sich gut anfühlt. Also für mich ist das halt immer noch nach wie vor so ein Thema, dass ich halt dauerhaft ein Stent trage. Und dieser Stent oder dieses Vagitom besteht aus einer Schicht Kunststoff, die antibakteriell ist. Und falls das einige Leute von euch kennen, das ist dieses Material, aus dem auch Zahnspangen gemacht sind. Was so dieses Kunststoffmaterial, was auch in Zahnspangen ist. Und hier hinten ist noch eine Schnur dran, die auch antibakteriell sozusagen ist. Und damit wird das ein guter Begleiter für den Alltag. Das reinige ich auch immer abends und morgens halt so oft, wie ich das draußen habe, mit einem Toy Cleaner. Einfach um auch dort Bakterien trotz dass es antibakteriell ist, vorzuhalten. Das ist der große, den benutze ich beim Schlafen oder wenn ich zu Hause bin. Und ja, das ist halt die gleiche Geschichte wie bei dem ersten. Der ist halt auch aus diesem Material. Man kann sich die Farbe aussuchen. Ich kann dir mal die Firma verlinken. Die sind leider sehr, sehr teuer. Ich habe ca. 230 € für einen bezahlt. Und das ist das nächste Ding. Die Krankenkassen bezahlen die nicht. Obwohl das die besseren Alternativen sind, bezahlen die leider nicht, was wirklich traurig ist. Und finde ich total schade, weil das ist echt ein gutes Hilfsmittel. Und wie gesagt, den einen habe ich jetzt schon seit über einem Jahr oder ja doch über ein Jahr und der hilft mir echt gut. Falls ihr doch mal merken solltet, dass eure Vagina so Zucken und Macken hat, dann kann ich euch nochmal die Beta-Isadona-Salbe empfehlen. Die ist auch nochmal dafür da, um eine gute Wundversorgung zu geben. Da müsst ihr natürlich aufpassen, die hat eine sehr bräunliche Farbe. Und die färbt natürlich auch dann ab, ja. Es ist halt eine Jodsalbe und da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Aber die ist halt gut zur Wundversorgung. Ich lasse jetzt lieber alles liegen und bin jetzt vollgeschmattert. Ich werde jetzt mal mein Tuch nehmen. Die ist auf jeden Fall gut zur Wundversorgung. Ich habe aber noch was Cooles. Und zwar habe ich von Vagisan die Schutzsalbe. Manchmal hat man halt doch das Problem, dass das Milieu dort unten recht feucht dann ist durch diese Cremedinger und durch einfach Schwitzen und
auch durch Ausfluss und so weiter und so fort. Und so fort. Und da kann ich euch auf jeden Fall die Vagisan Schutzsalbe empfehlen. Die legt sich halt wie ein kleiner Schutzfilm über eure Vagina und sorgt dafür, dass sie zwar ausatmen kann, aber nichts einatmen kann. Das klingt schon wieder so creepy. Sie sorgt dafür, dass der Wasseraustausch so ist, dass alles, was unter der Haut, also alles auf der Haut ist, wird nach außen verdampft, aber durch die Salbe rein kommt nichts. Und das ist wirklich mega gut. Ich mag die total und kann sie total empfehlen. Ich kann euch ja mal kurz vorlesen. Vagisan Schutzsalbe hält von der Haut fern, was ihr schaden kann. Zum Beispiel Urin, Stuhl, Ausfluss, Schweiß. Wirkt Wundscheuern entgegen und zum Beispiel durch Radfahrenkleidung oder Slip-Einlagen und kann mehrmals täglich angewendet werden. Und das ist wirklich eine super Salbe. Und wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich für Vagisan Werbung machen werde. Aber ich kann auf jeden Fall das empfehlen und auch diese Zäpfchen, die sind mega gut für uns Neovagina-Frauen, oh Gott, für uns Transfrauen, die eine geschlechtsangleichende Operation hatten. Die pflegen halt richtig gut und ich habe halt auch das Gefühl, dass ich seitdem keinen bräunlichen Ausfluss mehr habe, den ich sehr, sehr lange hatte. Und ich habe auch seitdem keinen Geruch mehr. Ja, mein Geruch ist weg. Das hört sich auch wieder an. Also mein Wundgeruch ist auf jeden Fall verschwunden. Dann habe ich noch die Frage bekommen, wie ist das eigentlich mit dem Rasieren? Muss man da irgendetwas beachten? Ich rasiere mit dem genau den gleichen Rasierschaum, den ich auch im Gesicht verwende, den Man Sensitive von Lavera, der milde Rasierschaum. Und der ist halt auch frei von allen möglichen. Also er ist parfümfrei und ist nicht aggressiv und ist mit Bio-Aloe Vera. Und den benutze ich auf jeden Fall auch, um meinen Intimbereich zu rasieren und vorzubeugen, dass da keine zu krassen Dinge rankommen, die das vielleicht schaden könnten. Das war eigentlich schon so mein Resümee von diesem Video und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben, was Neues. Wenn ihr auf jeden Fall Fragen habt zu den ganzen Sachen, die ich euch hier erklärt habe, ich weiß, das ist ganz schön viel und manche Dinge kann man vielleicht nicht verstehen, dann schreibt mir doch einfach unter dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, ich würde mich super freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet und über die neuesten Videos informiert werden möchtet. In der Zukunft werden auf jeden Fall noch sehr viele interessante Videos folgen. Ich habe sehr viel geplant und hoffe, dass ihr weiter dran bleibt und mich verfolgt, meinen Kanal verfolgt. Ich merke, dass meine Community täglich wächst und es ist einfach schön zu sehen. Und ich möchte nochmal Danke sagen für alle, die mich neu abonniert haben und die das Glöckchen drücken. Ihr seid echt toll. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ich wünsche euch alles Liebe, habt einen schönen Tag und bis bald. Eure Jenny. Ich mache jetzt nochmal kurz einen Thumbnail.